Der 4. musikalische Online-Salon steht vor der Tür und ungeplant gibt es da drin eine Uraufführung. Eigentlich wollte ich das Stück A Sin That Vastness von Ian Wilson am 17. März in einem echten Konzert uraufführen. Aus bekannten Gründen kann es nicht stattfinden. Deswegen findet die Uraufführung jetzt online statt, am 23. März. Es fällt mir immer schwer, wenn ich ein Stück noch nie vor Publikum gespielt habe und vor allem, weil es sich um eine Uraufführung handelt, vorher über ein Stück schon viel zu erzählen. Deswegen will ich heute mehr über die Entstehungsgeschichte des Stückes erzählen und natürlich auch ein kleines Beispiel spielen. Ian Wilson und ich kennen einander seit vielen Jahren und als er gesagt hat, er möchte ein neues Stück für Cello Solo schreiben, war das auch von Anfang an eine ganz freundschaftliche und auch gegenseitige Zusammenarbeit. Das heißt, er hat erstmal gesagt, er würde sich wünschen, dass ich mit vielen verschiedenen anderen Sachen auch streiche während des Stückes, ob ich ihm da mal ein bisschen was vorführen könnte. Also bin ich, das war zum Glück noch im Herbst vor dem Lockdown, bin ich in verschiedene Läden gegangen und habe mir alle möglichen Arten von Stöcken gekauft. Unter anderem in einem Bastelladen diesen schönen, was eigentlich sozusagen eine Aneinanderreihung von Kugeln ist und ich weiß gar nicht, wofür man das eigentlich sonst braucht, außer zum Cellospielen. Aber zum Cellospielen ist es toll. Also zum Beispiel man kann sowas machen. Wo zu dem einen Ton, den man greift, oder eben der gedämpften Seite noch die Tonhöhen kommen, wo ich gerade streiche. Wie auch immer, ich habe da ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert, habe ein Video davon gemacht, habe ihm das geschickt und daraufhin kam von ihm eine Antwort, ja, das wäre schön, er würde mich aber bitten, noch in eine Richtung ganz besonders zu gehen, nämlich ins langsame Streichen. Dann habe ich ein zweites Video gemacht und es war eigentlich erstaunlich bei diesem Video machen, dass egal was ich so zum Streichen nehme, am Schluss letzten Endes das Cello siegt. Also ob ich jetzt mit Metall oder mit Plastik oder mit Holz streiche, das macht einen erstaunlich kleinen Unterschied. Was einen Unterschied macht, sind solche Sachen wie hier an diesem Stab, die Kugel mit den großen, also mit den tiefen Gräben sozusagen dazwischen. Das ist sowieso ein Vorteil von allen Sachen mit Holz, dass ich da natürlich auch das bearbeiten kann und kann mir solche Rillen reinmachen. Dann habe ich noch diesen Bambusstock, der einfach anders springt als Holzstöcke das tun. Aber wenn ich streiche, ist der Unterschied auch nicht so groß. Das eine ist ein bisschen lauter, das andere ein bisschen leiser. Ja, gut, soweit waren wir. Dann habe ich irgendwann Noten geschickt bekommen und dann haben wir angefangen, insgesamt im Laufe der Zeit 3 Online-Proben miteinander zu machen. Und in dieser Zeit hat sich das Stück nochmal richtig weiterentwickelt. Also zum einen haben die Proben natürlich bedeutet, dass er mir gesagt hat, ja hier Matthias, an der Stelle kannst du ein bisschen lauter spielen oder kannst du dieses Arpeggio ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller machen und so. Also eigentlich die übliche Arbeit, dass der Komponist noch klarer sagt, was er sich vorgestellt hat, an den Stellen, wo ich es irgendwie anders verstanden habe. Zum anderen haben wir aber auch am Stück selber noch gearbeitet. Das heißt, es gab bestimmte Stellen, wo er dann gesagt hat, nee, damit ist er noch nicht zufrieden. Oder es gab das auch, dass ich gesagt habe, irgendwie, ne, das hier finde ich komisch. Und ja, wir haben dann immer zusammen ausprobiert, was geht, was man noch machen könnte. Und dann habe ich irgendwann eine neue Stimme bekommen und dann haben wir eine nächste Probe gemacht, bis dann zur dritten Probe wir jetzt an einem Punkt gekommen sind, wo eigentlich alles fertig ist, wo dann vor allem auch noch das Stück hat noch ein Zuspielband abzuklären war, wie laut eigentlich dieses Zuspielband sein soll. Gut, ich will an einer Stelle zeigen, wie sich das Stück dann tatsächlich geändert hat. Ich muss immer das Band starten zwischendrin, deswegen ist es ein bisschen aufwendiger. Die ursprüngliche Fassung war so.
Und als ich ihm das dann so vorgespielt habe, im Zusammenhang mit dem ganzen Stück, fand er, ja, schön, aber irgendwie klingt es doch noch so sehr normal nach Cello und können wir da nicht noch was anderes machen? Und hatte mir eigentlich vorgeschlagen, dass ich mit diesem Stock, mit dem ich sowieso spiele, der unregelmäßige Kerben, in den ich unregelmäßige Kerben reingeschnitzt habe, so sieht es aus, dass ich den nehme und damit ein Tremolo mache. Das habe ich ihm vorgeführt, fand es aber nicht recht überzeugend, habe ihm aber was anderes vorgeführt, nämlich mit diesem Stock, der durchgehend geriffelt ist. Das wiederum fand er dann überzeugend und so klingt die Stelle jetzt so. Und so weiter. Das ist jeweils nur ein Ausschnitt. Was jetzt vielleicht schon zu merken war, das ist das einzige Stück bisher beim musikalischen Online-Song, wo ich so eine richtige Melodie spiele. A Cindered Vastness heißt so etwas wie eine ausgebrannte Leere. Es geht dabei um die Entwicklung unseres Universums und Ian hat auch mit Kosmologen sich getroffen, um zu besprechen, was da eigentlich wissenschaftlich so zu erwarten ist. Und das Stück hört sozusagen auf damit, dass der Kosmos immer weiter zur Ruhe kommt und diese Melodie, die ich jetzt in Bruchstücken gespielt habe, ist dann das, was Ian hat gesagt, das ist the last melody of the universe, die letzte Melodie des Universums. Wer die schon vor dem Zusammenbruch des Universums hören will, hat am 23. März die Gelegenheit dazu, um 19.30 Uhr hier auf YouTube im musikalischen Online-Salon mit Ian Wilson. Der Link steht unten in der Beschreibung, da steht auch der Link zu meiner Homepage, wo es den Hintergrund und auch die weiteren Pläne zum ganzen musikalischen Online-Salon gibt. Und ich bin sehr gespannt, wie jetzt die Ausgabe Nummer 4 wird und freue mich auf einen regen Besuch.